Auf dem Weg nach Tschechien wandern wir auf und zwischen atemberaubenden Felsen, sind auf der Schneekoppe, besuchen Omas Wohnhaus, als sie Kind war, entdecken eine unglaublich tolle Ruine, besuchen eine Geisterkirche und vieles, vieles mehr. Oh, guten Morgen. Wir haben es bis nach Dresden geschafft und hier auf dem Rasthof geschlafen. Heute Nacht war es ganz schön kalt. Es gibt Kaffee. Wir wollten doch schon immer mal nach Dresden, dann können wir das doch jetzt machen. Wir können ja kurz mal anhalten. Muss ja nicht lang sein, einfach ein kurzer Stopp. Hörst du das? Da hupt was. Wir sind in Dresden. Das ist die Dresden. Das ist der Fluss, das ist die Ammer. Das ist die Dresden und die Ammer. Ja. Schönen Dank. Da geht's zum Dresdner Zwinger. Das ist hier der Wunschbrunnen. Ich wünsche mir jetzt einen Kuss. So ist Thomas auch aufgewachsen. Es gab keine Pferde, also wurde auf den Truthahn geritten. Wir lassen nicht drauf, wir hatten die Dinger im Mund. Also den Truthahn meinte ich jetzt mit den Dingern. Es gibt schon ein paar echt schicke Gebäude hier. Wir sind hier in Dresden in dieser Arena. Wir kennen ja Arena, Kampfarenen, ne, so wie richtige Männer das machen mit Schlachten, Töten und Morden. Nein, in Dresden war das anders. Man hat sich getroffen, da wurde hier eine Wäscheleine aufgehängt zwischen den beiden Stützen. Da hing dann so ein Loch. Nicht ein Loch, sondern ein Ring. Und dann mussten die in vollem Galopp mit ihrem Speer, ich rede von dem da hinten in der Hand gehaltenen Speer. Wo ist der? Da oben. Im vollen Galopp diesen Ring treffen. Und da hinten, da saßen das Publikum. Ja, hier in Dresden, da tickten die Uhren anders, da war man ein bisschen gegen Gewalt. Hat sich heute geändert. Wildschwein, Elch, Hirsch, alles dabei. Nehme ich alles mit. Stimmt die Uhrzeit? Es ist nachdem es 11:15 Uhr und in Wirklichkeit ist es gleich 12. Wir machen die Geschäfte anders auf sich aufmerksam. Wie man unschwer hört, gibt es hier Uhren. Und Ihnen da. Hier in Dresden kostet eine halbe Ente mit Rotkohl und Klößen 21,90, sächsischer Sauerbraten, Rotkohl und Klöße 17,90. Schauen wir mal, wie viel es dann drüben in Tschechien kostet. Frauenkirche. Weltgrößte Sandstein gebaute Kirche. Ist noch relativ neu, von 2005. Schatz, darf ich mir ein Gläschen holen? Na klar.
verdammte Schwierigkeiten. Komm jetzt, lass uns weiterfahren. Ahoi, ihr Pfeifen! Selber Pfeife, komm jetzt. In diesem Sinne, tschüss Dresden. Was klauen die da? Ja, diese kleinen Anhänger fürs Auto, die man Klaufix nennt, die kommen hier aus Dresdner Land. Das ist hier so eng wie in den Pyrenäen. Wir sind in den Pyrenäen, in den sächsischen Pyrenäen. Sieh! Filmst du etwa? Nein. So, wir waren heute schon den ganzen Tag unterwegs, haben jetzt hier ein lauschiges Plätzchen gefunden, relativ ruhig und haben uns jetzt schon hingelegt, damit wir morgen früh ganz früh aufstehen können. Wir wollen zur Basteibrücke und da wollen wir die Ersten sein. Deshalb gehen wir heute ganz früh schlafen. Es ist ja nicht so, dass wir in unserem Bett hier im Auto nicht auch die Süßigkeiten mit hätten. Ein Betthupferl. Betthupferl ist gut. Von nichts kommt nichts. Ja, Hubraum ist durch nichts zu ersetzen. guten Ich war als Appetit. Kind schon hungrig. Du warst als Ich Kind hab schon Bulimie. hungrig. Und ich gehöre zu der Gruppe der... Wie ist es nicht? Ich weiß nicht, was Fett. du sagen willst. Ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich nicht erinnern. Insider. Wer es wissen will, kann ruhig fragen. Es wird nicht beantwortet. Wir stehen hier immer noch direkt an der Elbe in dem Wald und sind alleine. Ab und zu fährt noch ein Auto irgendwo dran vorbei und da fällt mir noch eine Geschichte ein. In einem schwarzen Wald steht ein schwarzes Haus. Und in dem schwarzen Haus ist ein schwarzes Zimmer. Und in dem schwarzen Zimmer steht ein schwarzer Sarg. Und in dem schwarzen Sarg, da ist ein schwarzer Guten Morgen. Heute stehen wir schon früh auf. Wir wollen zur Basteibrücke. Es war noch ganz dunkel. Jetzt wird es langsam da hinten hell über den Bäumen. Wir sind schon gewaschen, rasiert. Also ich rasiert. Der Kaffee ist aufgesetzt. Maren da hinten rekonstruiert das Gesicht von gestern. Und dann geht's auch schon los. Wir sind früh aufgestanden. Ich hatte es ja heute Morgen gesagt, das Gesicht ist rekonstruiert. Und wir sind auf dem Weg zur Basteibrücke. Wir sind schon am Überlegen, ob wir jetzt nicht langsam wieder zurückgehen. Wir haben ja schließlich schon irgendwelche Felsen Wir gesehen. sind 2 Minuten unterwegs. Ja, oh, da sieht man sie. Schön, oder? Schön oder schön? Es ist kein Eis. Jetzt wird es schon etwas beschwerlicher mit dem Weg. Steile Treppen nach oben oder relativ steil. Wir hatten es schon mal steiler, aber es ist schon anstrengend. Ist der Mann wieder vorausgelaufen? Ich habe keine Ahnung, wo er hin ist. Ah, da kommen schon andere. Ach, der Höhlengnaf. Könnt ihr sie schnaufen hören? Es ist ein langer Weg. Komm her, wir trinken was und essen. Jetzt haben wir es geschafft.
Wir sind gleich oben. Oh, den ersten Teil haben wir geschafft. Wir haben hier den Aussichtspunkt erreicht. Die Elbe ist da unten. Jetzt sind wir auf der Basteibrücke. Jawollo. Wow. So Leute, da hinten die hole ich mir. So Leute. Schwäble. Guck mal, der gebogene. Das ist wie ein Bilderrahmen. Oh, da geht's aber ganz schön weit runter. Ich muss weiter. Er ruft. Der Mann ruft, nicht der Berg. Die Aussparungen sind für Holzbalkenauflager, nennt man das. Weil ja hier früher der Zugang war zur Burganlage. So, da hinten sind die Kugeln da. Die gehörten ursprünglich zu dem Felskatapult, welches da oben auf dem Felsen stand, an dem wir vorhin waren. Und zwar hat man damit früher auf Feinde geschossen. Dann wurde es belagert, hier die ganze Burganlage. Und dann waren die Feinde, die wollten die zerstören, das Katapult, und sind dabei mit dem Katapult nach unten gestürzt. Wir wandern noch höher. Versuchen den höchsten Punkt zu erreichen da. So, wir kommen jetzt hier zu den Märchenfelsen mit lauter Moos. Ich finde es so schön. Sieht so märchenhaft aus. Und dann kommt der Mann ins Bild. Sehr schön. Wir haben den Berg gesehen. Und schon geht's weiter mit den Haribos nach Rensko. Von Deutschland in die Tschechei. Da gibt es ein Outdoor-Geschäft, die Tissöer Wände und das alte Gaswerk. Und wir überlegen gleich noch, was wir uns alles davon angucken. Du bist nur beim Essen zu sehen. Möchtest du irgendwas sagen? Haribo macht Kinder froh und den Flacki ebenso. So, und ich, wir sind hier in Bad Schandau. Schandau, sagt Maren. Und ich soll etwas zu dem hier befindlichen Baut etwas dazu sagen, was ich noch nicht weiß. Auf der linken Seite sieht man am Berg hochklimmend einen Aufzug, einen Turm. Der ist dafür da, dass man damit hochfahren kann und von oben die Aussicht genießen. Es ist, ich glaube, der zweitgrößte, irgendwie freistehende Aufzug, glaube ich, heißt der. Der andere steht in der Schweiz oder Österreich.
geil. So, wir sind hier am Grenzübergang. Deutschland, Tschechien. Naja, noch sind wir in Deutschland. Da vorne ist das Schild. Hier steht Ort zu Ende. Das ist ja noch deutsches Schild. Und die Grenze fängt jetzt an, wo das blaue Schildchen ist. Darauf steht Česká republika. Also ich glaube, wir haben uns verfahren, weil wir fahren jetzt mitten durch den Verkauf. Okay. Ich habe mal einen Horrorfilm gesehen, da sah es genauso aus wie hier. Da wurde sogar in der Tschechei gedreht. Guck mal, was da liegt. Was ist das? Na, die Säule. Wie kommt die denn hier hin? Ja, weil auf dem Foto, muss mal sehen, wie prunkvoll das hier war. Da stand auch eine Statue oben drauf. Hier? Ja. Und die Säule, die da einfach so. Warum hast du sie da nicht rausgeholt? Also ich meine, für mich war die jetzt zu schwer. Mit dem Auto steht noch ein Seil rausziehen. Ja, aber vielleicht wollten die das hier mal so belassen, anstatt das alles so touristisch Genau. einwandfrei in Glaskisten zu setzen. Das ist hier ein Denkmal für die Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg. Und das wird überall woanders in Stand gehalten. Genauso sah es in dem Horrorfilm aus. Wir sind immer noch im Grenzgebiet. Der Ort heißt Smekr. Und Wie heißt der Ort? da vorne ist ein Denkmal, das heißt, hier war es oft Schlachten. Hier mussten sie durch die Enge alle durch. Hier waren Soldaten schon immer. Guckt euch mal das ganze Moos an. Hammer. Hier könnte man Stunden verbringen. Hier wirkt alles so geheimnisvoll. So, das ist der Weg zum alten Gaswerk. Der ist total versteckt. Der geht hier ganz schmal zwischen den Häusern rein. Es soll angeblich auch ein Restaurant sein, aber Acetylen wurde da gemacht. kein Schild. Was? Acetylengas Ja, früher. wurde da gemacht. Darum geht es ja. Deswegen ist es interessant, nicht wie das Restaurant. Ja. Weil das war 1906 ungefähr oder sowas, haben sie damit angefangen hier. Und das ist schon bemerkenswert. Da ist das Gaswerk. Das Acetylen wurde früher für Karbidlampen hergestellt und heute nimmt man es zum Schweißen. Das Gebäude war lange Zeit eine Ruine, hatte schon kein Dach mehr, bevor ein Mann aus Prag 2004 es gekauft und saniert hat und dann als Ferienhaus vermietet hat. Angeblich treibt ein Geist eines jungen Mitarbeiters, der bei Bauarbeiten ums Leben kam, dort sein Unwesen. Und hier sind wir gerade vorbeigefahren. Hier ist ein Bauer gewesen, der hat gerade Gras oder was für Kaninchen geholt. Und der hat uns zwei Maiskolben geschenkt. Die Maispflanzen sind ganz klein, weil die nicht für die Biogasanlage sind. Da kann man sehen auf der anderen Seite. Endlich mal Maiskolben, die wieder nach Mais schmecken. Nicht so wie das Zeug bei uns in Deutschland. Jetzt haben wir das hier entdeckt. Das kleine Glöckchen unter diesem eigeformten Holzteil. Was passiert, wenn man daran klingelt? Herr Ober! Ja, was passiert denn da? Wofür ist das Glöckchen? Wir müssen das wissen. Wofür ist dieses Glöckchen da? Und da, so sieht die Bank aus. Ein Herz mit Flügeln. So, Thomas hebt jetzt hier Geld ab. Man soll hier die blau-gelben Bankautomaten von Euronet meiden, weil die am penetrantesten darauf pochen, dass man zu hohen Konditionen Geld abhebt, also umtauscht. Die Gebühren fürs Abheben betrugen 125 tschechische Kronen, das sind 5 Euro.
bei Czeska Sparkasse. Wir sind mal wieder auf der Suche nach Trinkwasser. Wir haben schon 3 Tankstellen angefahren, aber hier in Tschechien ist es wohl nicht üblich, Wasserzapfsäulen an den Tankstellen zu haben. Jetzt fragt Thomas drin gerade mal. Oh, es hat wohl geklappt. Wo ist das Wasser jetzt her? Von der Frau Kassiererin. Warum hat das so ewig lange gedauert? Das weiß ich nicht, die war hinten in der Tür irgendwo raus verschwunden. Aber sie war sehr freundlich, sie war fix und fertig, als sie den Kanister brachte. Ich glaube, da passt ja nicht so richtig mit dem Wasser, aber das ganze Ding war nass. Jetzt sind wir auf dem Weg zu den Tüsseler Wänden. Ah, schon wieder am Essen. Schon wieder Haribo. Haribo. Mhm. Was für Spuren sind hier? Ah, im Sand. Irgendwelche Tierspuren. Die leben da. In dieser dunklen, dunklen Höhle. In dem dunklen, dunklen Wald. Da sieht der Thomas mal richtig klein aus. Das ist ja nichts für mich, da oben zu hängen. Dann löst er sich hier raus. Das ist ja wie in der Karibik. Ein bisschen grau hier. Da ist den. Der Stelle ist es vorbei. Da kommt der Sand her. Und da kommt. Naja, der jetzt hier oben drauf liegt, kommt daher. Ne? Aber da kann man aus den Löchern kommt auch so eins raus. Aber es sieht schon gekonnt aus. Das ist mal eine ordentliche Höhle. Geh du mal zuerst gucken, was da drin lebt. Richtig hoch. Ja. Ich glaube, das sind Ah, Manno. Fledermäuse. Sehr geehrte Zuschauer, sehr geehrte Zuschauerinnen, sehr geehrte Zuschaueres, wie auch immer. Es ist soweit. Wir gehen da jetzt durch den Fels auf die andere Seite hoch. Oh. Ja. Also, in dem Sinne. Frauen mit S. Hier ist ein Durchzug, sagt er. So. Schnuppel kommt. Jo. Es ist hier unglaublich steil. Geht's hier bergauf. Von ganz da hinten so durch den Spalt durchgeklettert. Und das mit ganz normalen Nikes. Heute leichte Schuhe. Ab morgen Wanderstiefeln. Das Schöne hier ist, dass es alles rundherum eigentlich gänzlich ohne Sicherung funktioniert. Dann gehen wir lieber weg. Es geht hier direkt hier neben der Kante. Ich zeige euch das mal. So, hier stehe ich. Da geht das ungefähr 30, 40 Meter runter. Also nur bis zur Kante des Felses. Und ansonsten das Dorf ist noch viel weiter unten. Da hinten an der Kirche, ich weiß nicht, wo man das sehen kann, da irgendwo da hinten, da parken wir. Am Tag kostet die Parkgebühr 2 Euro umgerechnet. Jetzt gehen wir nach unten und gucken mal, was da so ist. Mhm. Mittendurch durch die Felsen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Die Zeit hängt uns im Nacken.
In einer Stunde wird es dunkel hier. Und wir haben keine Taschenlampen mit. Nicht, dass wir hier festhängen in den ganzen Felsen. Müssen wir doch eine Höhle nehmen zum Schlafen. Jetzt habe ich den Thomas verloren. Wo ist denn der? Da ist er. Ist schon cool hier. Schade, dass wir erst zu spät angekommen sind. Ja, das war alles schon ausgespült. Dann kann man sogar durchgehen. Das ist sehr hoch, das sieht man jetzt nicht, aber das ist, ich schätze, 2,50 Meter. Ich soll nicht so viel schwenken. Gute, dass wir so spät hier unterwegs sind. Es ist kein Mensch mehr hier. Weil um die Zeit will auch kein Mensch mehr hier sein. Und hier wären normalerweise auch noch Heidelbeeren. Sehe ich gerade. Jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt müssen wir schnell in Schrittes gehen. Jetzt wird es zügig dunkel. Und wir haben noch eine ganz schöne Strecke vor uns. Oh, Kamera. So, wir haben es gerade noch so geschafft, wieder zum Parkplatz zu finden. Hier ist ein schön alter Friedhof. Jetzt müssen wir nur noch über die Straße und dann sind wir beim Auto. In der nächsten Folge erkunden wir Prag und gehen dort in ein uraltes Alchemistenlabor, das in geheimen unterirdischen Gängen ist. Außerdem besichtigen wir eine Kirche, die mit etwa 10.000 menschlichen Knochen dekoriert wurde. Haben Spaß beim Erkunden einer Burgruine, sind hoch über den Wolken auf der Schneekoppe und ihr bekommt natürlich wieder einen Einblick, wie das Reisen im Auto bei uns so ist. Ach übrigens, wenn euch das Video gefällt, dann drückt auch gerne auf den Button mit dem Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Teil.